Herzlich willkommen bei Soundflyer. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr an einem Digitalmixer der Behringer X32 Serie ein Firmware-Update durchführen könnt. Im ersten Schritt öffnet ihr euren Browser, gebt in der Adresszeile behringer.com ein und schließt das Ganze mit Enter ab. Hier klickt ihr auf Support. Scrollt einmal ganz nach unten bis zum Punkt Downloads. Das bestätigen wir. Jetzt erscheint eine Liste. Auf der linken Seite geht ihr auf Mixer, dann auf Digital und wählt euren Mixer, in meinem Fall den X32 Producer, aus und rechts einmal auf Firmware klicken. Jetzt seht ihr eine Liste mit der aktuellen Firmware, die Versionsnummer, das Modell und den Typ, und diese müssen wir herunterladen. Dazu klickt ihr rechts auf den Pfeil. Der Download wird automatisch gestartet und nach wenigen Sekunden steht euch ein ZIP-File zur Verfügung. Dieses ZIP-File müssen wir nun einmal entpacken. Dazu die Datei mit der rechten Maustaste anklicken, hier entpacken. Jetzt erscheint ein neuer Ordner, den öffnet ihr. Darin enthalten ist eine .update-Datei. Diese kopieren wir mit der rechten Maustaste, kopieren anklicken und fügen sie im Stick ein. Beachtet dabei, dass ihr die Firmware-Datei nicht in einen Unterordner kopiert, sondern direkt im Root-Verzeichnis ablegt. Denkt dran, die Datei direkt ins Root-Verzeichnis packen. Schritt 3. Wir müssen die Firmware jetzt im Mixer einspielen. Dazu klicken wir rechts auf Setup. Links sehen wir dann die aktuelle Firmware, welche aufgespielt ist. In dem Fall hier die 3.11. Jetzt stecken wir den USB-Stick in den dafür vorgesehenen Port am Mixer. Über den Drehregler wählen wir Update FW, Update Firmware aus. Einmal anklicken. Jetzt wählen wir unsere Firmware-Datei aus. Anklicken und rechts einmal auf OK, um das Ganze zu bestätigen. Jetzt wird das Update durchgeführt. Wichtig dabei ist, dass ihr zwischendurch den Mixer nicht ausschaltet. Das dauert ein paar Sekunden. Nachdem das Update erfolgreich durchgelaufen ist, wird der Mixer automatisch einen Neustart durchführen. So, jetzt wird der Neustart durchgeführt. Jetzt seht ihr diesen Bildschirm, klickt links einmal auf den Button und somit ist das Update eingespielt. Jetzt könnt ihr auf Setup klicken und links sollte jetzt die neue Versionsnummer bzw. die neue Firmware zu sehen sein. Und das war's schon. Vielen Dank dafür, dass ihr das Video geschaut habt. Hat es euch gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben. Hat es euch nicht gefallen, gebt mir 2 Daumen nach unten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!